Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing zu einem weiteren Teil der Videoreihe zum Einstieg in den historischen Motorradrennsport. In diesem Teil soll es um die Vorbereitungsmaßnahmen gehen, unmittelbar bevor es zu einem Lauf auf die Strecke geht. Also bleibt dran! Ja, ich denke, zu dem Thema, wie man sich vor einem Turn, einem Trainingslauf oder einem Rennen unmittelbar im Fahrerlager entsprechend vorbereitet, da gehen die Meinungen auseinander. Und da hat sicherlich jeder seine eigenen Pläne oder Ansichten oder auch Abläufe im Kopf oder bereits erprobt. Ich denke, es gibt auch Fahrer, die da zunächst erstmal sorglos sind, wo es heißt, Kombi an, Helm an, Motor an, Feuer frei, wird schon gut gehen. Ich persönlich versuche das Ganze etwas strukturierter anzugehen und habe mir da über die Jahre und von Veranstaltung zu Veranstaltung ein entsprechendes Prozedere zurechtgelegt, um mich da entsprechend vorzubereiten, bevor es raus auf die Strecke geht. Und wenn das, wie bereits angesprochen, natürlich jeder für sich etwas anders handhabt, möchte ich euch das trotzdem mal erläutern, was ich da für mich persönlich als sinnvoll erachte. Wie gesagt, ich versuche meine gesamte Vorbereitung da möglichst vorausschauend und strukturiert anzugehen, um eben zu vermeiden, dass da nicht aufgrund von Nachlässigkeiten Stress oder Hektik aufkommt oder Fehler entstehen oder im Nachhinein Situationen entstehen, die einen vielleicht dann am Ende um ein gutes Resultat oder im schlechtesten Falle um das ganze Wochenende bringen. Zunächst erachte ich es als wichtig, dass man den Zeitplan der Veranstaltung stets vor Augen oder griffbereit hat. Ich drucke mir diesen immer aus, markiere mir meine eigenen Fahrzeiten mit einem Textmarker und habe den dann immer im Fahrerlager auf meiner Werkzeugkiste liegen oder irgendwo aufgehängt. Dazu gut sichtbar eine separate Uhr aufgehängt, stehend oder am Handgelenk, so dass ich da stets im Bilde bin, wie viel Zeit mir noch bleibt, bis dann entsprechend meine Klasse startet. Ich selbst bin natürlich auch abseits meiner eigenen Läufe immer viel auf dem Veranstaltungsgelände, sprich an der Strecke unterwegs. Zum Beispiel auf der Tribüne, wo ich mir die Läufe der anderen Klassen anschaue, oder auch im Fahrerlager, wo ich mich gerne auch mit Teilnehmern und Zuschauern unterhalte. Und daher versuche ich dann möglichst früh entsprechend in die angesprochene Vorbereitungsphase vor meinem Lauf zu gehen. Ich beginne dann circa eine Stunde vor meiner Startzeit damit, indem ich in mein persönliches Fahrerlager zurückkehre und als erstes meinen Motorradstart klar mache. Das heißt, tanken, den Reifenluftdruck kontrollieren, eine grobe Durchsicht am Motorrad durchführen. Ist alles im entsprechenden Zustand? Habe ich keine Öllecks? Sind alle relevanten Teile in Ordnung? Alle Schrauben fest? Ich lege meine Startmaschine bereit, kontrolliere nochmal, dass diese ordnungsgemäß funktioniert. Ich persönlich verwende jetzt keine Reifenwärmer. Wer dies tut, sollte die dann nach Möglichkeit auch schon eingeschaltet haben, dass die Reifen dann entsprechend durchgewärmt sind. Und gleichzeitig achte ich darauf, ausreichend zu trinken. Finde ich sehr wichtig, gerade bei Veranstaltungen im Sommer, wo es sehr warm wird, aber auch bei milden Temperaturen kommt man da unter der Lederkombi doch sehr ins Schwitzen, auch wenn der Lauf in Anführungszeichen nur 20 Minuten geht. Ist es doch dann erstaunlich, was man dort an Flüssigkeit verliert. Deswegen sehr wichtig, immer die Wasserflasche dabei und in der Vorbereitungsphase schon ausreichend trinken. Wenn euer Motorrad beispielsweise kalt schlecht startet oder der Motor eine recht lange Warmlaufphase braucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen, ist es natürlich sinnvoll, im Vorfeld den Motor schon mal anzulassen, das Motorrad schon mal einige Minuten warm laufen zu lassen, um dann sicher zu sein, dass das Motorrad dann unmittelbar, bevor ihr zum Vorstart fahren möchtet, auch zuverlässig anspringt.
Ich persönlich spare mir das in der Regel, weil meine RD kalt doch recht gut startet und ich nach einer kurzen Warmlaufphase von 1-2 Minuten direkt die Fahrt zum Vorstart antreten kann und die restliche Warmlaufphase dann einfach dort stattfindet. Auch wenn ihr Hilfe bei euren Startvorbereitungen braucht, beispielsweise um das Motorrad vom Montageständer zu bekommen oder ihr euer Motorrad anschieben müsst und dabei Hilfe benötigt, ist es natürlich dann auch wichtig, schon im Vorfeld dort jemanden zu haben, der sich da bereithält. Wenn das jetzt nicht ein Bekannter oder Nachbar ist, dass man sich natürlich da rechtzeitig im Fahrerlager um Unterstützung bemüht. Wenn die Technik dann soweit startbereit ist, geht es natürlich noch darum, euch persönlich startbereit zu machen. Das allererste, was ich in diesem Zusammenhang tue, bevor ich in meine Lederkombi steige, ist ganz einfach zur Toilette zu gehen. Ich glaube, es ist ziemlich unangenehm, wenn man bereits mit seinem Motorrad und laufendem Motor im Vorstart steht und dann bemerken muss, dass man vielleicht doch nochmal hätte zur Toilette gehen sollen. Auch wenn es nur auf Verdacht ist, hat sich das auf jeden Fall bewährt, dass man dann nicht vor oder während dem Lauf da in eine unangenehme Situation kommt. Dann geht es natürlich ans Umziehen. Auch das plane ich mir mit genug Zeitreserve ein. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es da oftmals auch nicht so einfach ist. Beispielsweise beim Anziehen der Kombi, dass sich das Innenfutter eventuell ein wenig verdreht hat und man nicht sofort mit dem Arm oder Fuß durchkommt. Dass man vielleicht einen Moment braucht oder vielleicht sogar Hilfe braucht, bis die Kombi an Ort und Stelle sitzt. Dass man genug Zeit hat, sich noch etwas zu bewegen oder mal in die Hocke zu gehen, dass sich dort, wie gesagt, wirklich alles an Ort und Stelle setzt. Oder auch mit dem Helm, mit dem Doppel-D-Ring-Verschluss. Das kann hin und wieder ein bisschen fummelig sein, gerade wenn es dann auf den Lauf oder das Rennen zugeht, langsam der Adrenalinpegel steigt, sich doch ein bisschen Nervosität einstellt, dass man da dort den Kinnriemen nicht sofort eingefädelt bekommt oder dass sich beim letzten Ausziehen der Handschuhe da vielleicht ein Finger umgestülpt hat, dass man sich da selbst auch in Ruhe und ohne Stress und Hektik startklar machen kann. Ja, und je nach den örtlichen Gegebenheiten handhabe ich es persönlich dann so, dass ich mich etwa 5 bis 10 Minuten vor der offiziellen Startzeit dann auf den Weg zum Vorstart mache. Meistens hat man dann dort noch einige Minuten Wartezeit, die man dann noch nutzen kann, um den Motor vollends auf Temperatur zu bringen. Ja, und von dort aus geht es dann auf die Strecke und der Zielflagge entgegen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit den einen oder anderen nützlichen Tipp mit an die Hand geben. Wie zu Anfangs bereits erwähnt, hat da sicherlich jeder seine eigenen Vorstellungen und Ansichten, was dieses Thema angeht. Aber für mich persönlich hat sich dieses festgelegte Prozedere bewährt, dass ich mich in Ruhe und ohne Stress und Hektik und ohne Gefahr von Fehlern oder Nachlässigkeiten mit genug Zeitreserve auf meinen jeweiligen Lauf vorbereiten kann. Ja, damit bin ich auch schon am Ende dieses Themas angekommen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr auch in Zukunft über unsere Aktivitäten hier im Bilde bleiben wollt, organisiert euch mit einem einfachen Mausklick ein kostenloses Abo dieses Kanals. Bis dahin, tschüss!